Hallo Leute, heute gibt es bei mir einen Tafelspitz und zwar nicht so, wie ihn die meisten kennen, gekocht, sondern rosa gebraten. Das geht mit dem Tafelspitz auch ganz wunderbar, denn der ist von der Fleischstruktur her sehr, sehr zart, wenn man ihn richtig gart. Dafür habe ich jetzt hier ein Stück Kalbstafelspitz. Ihr könnt dafür auch einen Rindertafelspitz nehmen, damit geht das auch. Normalerweise ist hier auf der Unterseite noch eine Sehne, man erkennt hier noch die Reste davon. Die solltet ihr unbedingt vorher rausschneiden, denn im Gegensatz zu einem gekochten Tafelspitz wird die nachher zäh, zieht sich zusammen und ihr habt dann keinen wirklich schönen zarten Tafelspitz und die würde dann nachher beim Essen stören. Ja, auf der anderen Seite ist eine Fettschicht, die könnt ihr dran lassen, die löst sich beim Braten großteils auf und von daher die stört nicht. Zuallererst werde ich mir noch schön würzen, etwas salzen. Salz auch immer erst kurz vor dem Braten drauf machen, ansonsten würde das Fleisch Wasser ziehen, also Flüssigkeit verlieren und das ist jetzt in dem Fall nicht gewünscht. Und dann noch Pfeffer. Die Pfanne habe ich mir schon mal vorgeheizt. Da kommt jetzt noch ein Schuss Öl rein. Ja, etwas verteilen. Und da drin brate ich mir den jetzt an, und zwar zuerst auf der Hautseite. Den Backofen, den habe ich mir schon mal auf 80 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Da werde ich das dann gleich fertig garen. Nachdem er richtig schön angebraten ist, einmal wenden und dann nochmal anbraten lassen. Dann noch ein klein wenig anheben, dass die Seiten auch noch etwas angebraten werden. Und dann aromatisiere ich mir das Steak auch gleich mit einer Knoblauchzehe. So, einmal zerschlagen. Bisschen Rosmarin. Den drücke ich mir dann auch leicht an. So, kommt mit dazu. Und noch etwas Butter. Das alles sorgt dafür, dass der Tafelspitz nachher einen richtig guten Geschmack kriegt. So, Herdplatte können wir ausschalten. Die Butter dann ganz leicht braun werden lassen. Und dann kommt der Tafelspitz auch raus aus der Pfanne in ein extra Gefäß. So, alles drüber. Falls ihr jetzt in der Pfanne noch eine schöne Soße machen wollt, verlinke ich euch hier ein Video oder mehrere Videos sogar. Da könnt ihr euch noch eine passende Soße zu aussuchen. Ganz wichtig, den Tafelspitz nicht mit der Pfanne in den Ofen stellen, denn auf der Seite, wo die Pfanne ist, gart es ziemlich zügig weiter und dadurch habt ihr dann auf der einen Seite oder auf der Unterseite einen schönen grauen Rand, wobei schön, das könnt ihr eben vermeiden, wenn ihr den Tafelspitz rausnehmt, in ein extra Gefäß gebt und den dann da drin gart. Ich habe jetzt hier noch einen Kerntemperaturfühler, damit geht es deutlich leichter. So, den schön in die Mitte rein. Und damit gare ich ihn jetzt auf eine Kerntemperatur von 56 Grad, dann ist er innen optimal rosa. Falls ihr keinen Kerntemperaturfühler zu Hause habt, dann lasst den jetzt einfach mal eine Stunde lang drin bei 80 Grad. Da kann auch nicht viel schief gehen, denn in dem Temperaturbereich könnt ihr den eine halbe Stunde früher oder später rausholen, ohne dass ihr jetzt einen großen Unterschied habt, denn der gart wirklich sehr, sehr langsam. Von daher lasst ihn einfach mal drin und wenn ihr nachher merkt, dass er schön weich ist, aber das gucken wir nachher noch, wenn er gar ist, und dann könnt ihr das auch so rausfinden. Ansonsten im Zweifel einfach anschneiden und nachschauen und dann am besten die Schnittstelle noch mal kurz anbraten und wieder abrein in den Ofen. So, mein Fleisch ist gerade fertig geworden. Ich hole es jetzt mal raus. Ihr müsst das Fleisch jetzt übrigens auch nicht ruhen lassen. Das gilt nur, wenn ihr höhere Temperaturen beim Garen verwendet. Dann müsst ihr es ruhen lassen, dass sich der Fleischsaft setzt. Aber bei niedrigen Temperaturen ist es nicht notwendig. Und dann schneiden wir den Tafelspitz mal auf. So. Ich hoffe, man kann es erkennen, der ist jetzt wirklich ganz zart rosa, also perfekt gegart. Und jetzt natürlich noch probieren. Butterweich. Also wenn ihr ein Steak aus einem Rücken schneidet und das so gart, das könnte nicht weicher sein.
Also probiert es unbedingt mal aus. Sogar die Haut ist noch schön knusprig. Also wenn ihr das mal nachkocht und ausprobiert, schreibt mir unbedingt unten in die Kommentare, wie es bei euch geklappt hat. Also ich muss sagen, es ist fantastisch. Und dann nochmal zur Garzeit. Das lässt sich wirklich unheimlich schwer vorhersagen, denn es hängt von der Größe von dem Fleisch ab, von der Temperatur, mit der ihr es verarbeitet. Und ihr könnt das Ganze ja auch mit Rind machen und da ändert sich das sowieso nochmal, weil es wesentlich größer ist. Und von daher, also am besten besorgt ihr euch einen Kerntemperaturfühler. Die kosten auch nicht wirklich viel und dann könnt ihr das wirklich optimal garen. Aber selbst wenn es jetzt mal 20 Minuten länger im Ofen drin ist, das macht nichts. Dazu habe ich hier noch ein Video oder hier, mal gucken. Da habe ich das nochmal ausführlich erklärt, dass gerade bei Niedertemperaturgaren nicht darauf ankommt, auf die exakte Minute zu achten, sondern dass ihr da einen schönen großen Spielraum habt. In diesem Sinne, ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und wie gesagt, wenn ihr es ausprobiert, schreibt es mir in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, viel Spaß beim Kochen!